Ihr werdet sich jetzt denken, was haben wir vor? Es ist wieder mal soweit. Manche von euch werden sich denken, warum machen die nicht endlich mal was fertig, ohne dass sie wieder eine neue Baustelle anfangen? Ja. Aber es geht einfach nicht. Wir sind Chaoten wahrscheinlich. Manchmal muss Das man muss einfach sein. tun, was man tun muss. Wir Richtig. haben unser Layout wieder ein bisschen erweitert. Rita ist ganz aus dem Häuschen, weil sie sich so freut. Ja. Sie hat auch noch das Arbeitsequipment in der Hand. Aber zum Glück sind wir jetzt fertig. Und ja, wir wollen euch heute einfach mal zeigen, was wir in den letzten sehr arbeitsintensiven Stunden so vollbracht haben. Oh ja. Und zwar gleich mal als erstes, es ist Endlich für endlich Christoph. dort, wo der Güterbahnhof hinkommt, erweitert worden. Die 9-Volt-Züge haben endlich Platz. Oder, naja, ich will es nicht verschreien. Sagen wir, sie haben mehr Platz. Das wird auf jeden Fall ganz wunderbar. Ihr seht also, bis hier ist das bestehende Layout gegangen. Diese Lokschuppen waren ganz am Rand der Platte. Genau. Hier haben wir jetzt großzügig erweitert und zugeschnitten. Das hat alles Rita gemacht. Richtig. Hier, dass sich das gerade noch ausgeht. Und auch an manch anderen Orten der Stadt haben wir erweitert und das wird uns Rita jetzt vorführen und zeigen. Sollen wir euch mitnehmen? Naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen hier gleich rüber, oder? Von mir aus gerne. Wir folgen dir unauffällig. Zu unserem nächsten wichtigen Projekt, das ja auch sehr bekrittelt wurde, weil wir einfach so wenig Platz haben. Und ich weiß, okay, manche würden es wahrscheinlich jetzt gerne, aber wir haben wirklich ein bisschen zu wenig Platz gehabt, um das Winterdorf schön aufzubauen. Genau, also hier haben wir jetzt ungefähr doppelt so viel Platz wie vorher. Und wir haben jetzt hier auch eine Platte hineingetan. Hier der Hotshot Karneval passt hier zwar nicht hin, aber dieser ganze Bereich wird noch mit weißen Bodenplatten gefüllt und dann haben wir wirklich viel Platz für diese ganzen schönen Häuschen. Es sind auch unter dem Tisch noch die ein oder anderen Sets aus der Winterserie. Vielleicht wird auch noch ein zweiter Winterzug hier durchfahren. Ich weiß es noch nicht, aber das kann leicht sein. Denn es gibt ja einen neuen und einen alten Winterzug. Und wie Christoph immer sagt, Züge kann man ja nie genug haben. Ja, richtig. Fahrende Züge noch weniger. Wir haben uns noch nicht entschieden, welchen Zug wir fahren lassen sollen und deswegen würde ich sagen, am besten beide. Ja, hier das mit den Kisten ist jetzt ein bisschen eng zum Durchgehen, aber die werden wir auch noch beseitigen. Die können wir jetzt unter die Tische hineinräumen. Ja. Und Rita zeigt euch jetzt schon. Wir haben hier übrigens noch ein Loch hineingebaut, denn sonst wäre es schwierig, dass wir da überall hinkommen zur großen Achterbahn und auch zu den anderen Teilen hier. Das geht sonst. Genau, jetzt sind wir wirklich schon an dem Punkt angekommen, wo wir aufpassen müssen, Komm mit, dass wir noch alle Bereiche unseres Layouts erreichen können. Und hier kann man, aber wenn ihr seht, hier kann man schön hereinsteigen. Das heißt, man kommt auch ohne Probleme zur Achterbahn und alles, was dann dort drüben ist, lässt sich von dem Loch mit der Brücke aus ansteuern. Und ja, wir haben vor, jetzt auch den Vergnügungspark ein bisschen zu erweitern. Und zwar, da ja dieser Freefall Tower, dieses Haunted House herausgekommen ist, müssen wir wohl oder übel den Halloween-Teil unseres Parks etwas vergrößern. Das heißt, das, wo dort jetzt dieses alte Haunted House steht, das ist zu klein. Jetzt wird das wahrscheinlich hier heraus auf dieser neuen Platte angesiedelt werden. Und da haben wir ja jetzt auch relativ viel Platz. Hier kann man noch ganz entspannt weitergehen. Dann gibt es einen Gruselteil. Vielleicht dürfen da dann nur die Erwachsenen hinein. Kann schon sein, dass der Park dann ab 18 ist. Er ist auf jeden Fall nicht für schwache Nerven. So wie das neue Haus, das ist doch auch ein 18 Fuß. Ja, natürlich, Deswegen. nichts für Kinder. Hier sind wir jetzt in einer etwas größeren, ja, nennen wir es Montagebucht. Ja. Normalerweise kann man nur alleine drin stehen. Hier passen wir auch locker zu zweit rein. Das ist gar kein Problem. Ja, was ist eigentlich der Grund, warum hier so ein großes Loch ist, meine liebe Rita? Weil es sich nicht ausgezahlt hätte, dass wir da jetzt noch, also das Loch ist ja immer circa 40 cm sowas.
was schon Und- eher eng bemessen ist. Genau. Und ja, falls wir doch öfter jetzt Fastfood essen gehen, wer weiß, passe ich dann ja nicht mehr rein. Vollkommen Vielleicht Christoph sowieso nicht mit seinem Bauch. Nicht, dass du dann das komplette Und- Layout über den Haufen wirfst. Und hätten wir hier da das auch so schön zugeschnitten, wie wir es bei den anderen gemacht hätten, dann wäre, glaube ich, nur so ein kleiner Teil hier. Ups. Das wären auf jeden Fall nur wenige Zentimeter Ja. gewesen und das war uns dann zu blöd. Genau. Außerdem geht sich das hier Das wäre drüben. noch so wenig gewesen. Und was stellt man da dann hin? Genau. Und hier die Pfosten, die dann als nächstes kommen, haben lustigerweise genau den Abstand einer Spanplatte. Die haben wir dann nicht zuschneiden müssen und das ist ja viel schöner. Übrigens hier auf diese Platte kommt also jetzt im hinteren Teil dann wahrscheinlich der Gruselpark mit dem neuen Haunted House und diversen anderen, vielleicht Hidden Side Sets. Und hier, ja, im vorderen Bereich, ihr seht schon, hier haben wir die Piratenachterbahn platziert, die hier so ganz alleine rumsteht. Wir haben aber auch noch, wie ihr bestimmt wisst, die Barracuda Bay, die hier ganz verwahrlost am Boden steht. Und dann gibt's noch das ein oder andere Piratenschiff in aufgebauter Form, welches wir gern haben wollen. Also da kommt dann auch noch ein kleines Piratenland. Und hier hat man jetzt also wirklich einen schönen Blick auf Hogwarts, welches auch in kürzester Zeit jetzt mal erweitert werden wird. Denn es gibt ja viele neue Harry Potter Sets. Es gibt die, ja, ist das der Astronomieturm, glaube ich. Und euch ist sicher aufgefallen, genau dadurch, dass der Astronomieturm noch kommt, der Raum der Wünsche, den würde ich auch gerne integrieren, beziehungsweise sonst auch die anderen Sets, werden wir sehen, wie wir das dann wirklich auch machen. Und ihr seht schon, ich habe das Hogwarts Castle schon ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt alle Einzelteile auseinandergenommen. Ja, mit den Handschuhen. Damit ich das wirklich ohne Probleme verschieben kann. Einfach deshalb, damit das dann, ja, ich werde dann sehen, wie das am besten passt vom Ausschauen her, was mir am besten gefällt. Und ich bin am Überlegen, ob ich das nicht dann quasi, ja, das ein bisschen rund bauen werde, dass man quasi in das Schloss hineingehen kann. Ja, hoffentlich kommen noch viele weitere Erweiterungen dieses Hogwarts Castles, dann Ja, davon gehe ich aus. Also kann man den bitte Platz hier Lego optimal nutzen. Genau. Ja, hier ist also noch eine Platte. Da geht's dann aber schon in den Wohnbereich über. Genau. Da haben wir auf jeden Fall auch noch viel Platz und es ist auch gut so, denn wir haben noch einige kleinere Sets, die noch keinen richtigen Platz gefunden haben. Und auch zum Teil sind hier die Wohnhäuser, wenn ihr mal schaut, extrem nahe beieinander. Da werden wir vielleicht den ein oder anderen Grundstücksbesitzer noch enteignen müssen und die Häuser vielleicht in eine zweite Straße hier. Vielleicht kann es auch sein, dass hier noch ein Gleis vorbeigeht. Wir wissen es noch nicht. Also Wir es ist sind auf frei. jeden Fall Wir können ja machen, was wir wollen. Ganz genau, du sagst es. Hier, wo Rita jetzt übrigens gerade steht, wird sie auch nicht mehr lange stehen. Denn hier kommt auch noch eine Platte hin, die ist schon fixfertig zugeschnitten, die Genau. passt auch genau hier in dieses Areal hinein. Dann muss wahrscheinlich unser alter Radio zwar weichen, aber da kann man nichts machen. Der steht schon seit den Zeiten da, wo der Dachboden noch ganz anders ausgesehen hat. Ja, das Problem war, dass wir jetzt keine Unterstellböcke mehr gehabt haben. Wenn ihr mal hier einen Blick, hier unten ist es zwar ziemlich dunkel, aber wenn ihr einen Blick hineinwerft, ich weiß gar nicht, wie viele solche Unterstellböcke hier stehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine mehr. Und wir haben sie aber schon nachbestellt. Ja. Das heißt, sobald die kommen, haben wir dann auch hier eine weitere Platte. Und das geht sich dann, oder wir hoffen, dass es sich dann schön ausgeht, dass man genau hier, wo Rita jetzt steht, noch bequem vorbeigehen kann. Ich glaube, das geht schon. Das heißt auch für hier, wo dieser Bahnhof momentan ziemlich nahe am Plattenrand ist, werden wir dann mehr Platz haben, das alles schön zu integrieren. Und das ist auch der Grund, warum wir hier noch nicht so viel gemacht haben in diesem Teil der Downtown. Wir wollten hier einfach noch ein bisschen Platz und Freiraum für Veränderungen lassen, weil wir gewusst haben, dass hier noch eine Platte kommt und dann können wir das alles noch ein bisschen leichter verschieben. Genau. Jetzt geht's weiter in den Strandbereich. Der zum Glück auch größer wird. Hier wird sich auch einiges tun und zwar sind auch hier schon
die Platten fix und fertig vorgeschnitten, Genau. damit also ich wir... werde hier nicht mehr durchgehen können, sondern nur hier am Rande. Wir werden circa bis hierher noch die Platten verlegen. Wie gesagt, auch wieder das Problem, dass wir keine Unterstellböcke mehr haben. Aber hoffentlich bald. Genau, also das geht sich dann noch schön aus, dass man ganz normal hier hinten vorbeigehen kann. Und Genau. der Strand wird dann sowohl also Ein bisschen ein Chaos. der beige Strand, der jetzt ein bisschen zu voll ist, hier haben wir leider auch beim Umbau einige Bodenplatten ein bisschen verschoben, als auch das Wasser wird ein bisschen vergrößert, damit wir auch größere Schiffe fahren lassen können und genug Platz haben. Und das Finale, das ist relativ schnell gegangen, da hier eine ganze Platte hineingepasst hat. Ohne Zuschneiden, ohne allem. Wir haben jetzt hier auch noch eine Platte hineingegeben. Wir haben es extra so geplant, dass man noch immer schön auf den Hauptplatz sehen kann, weil uns das sehr wichtig ist, dass man hier einfach quasi, wenn man hereinkommt, die Aussicht genießen kann schon mal. Aber wir haben uns jetzt entschieden, dass wir auch hier noch die Platte reingeben, auch deshalb, weil ja Christoph einen Zug auch hier hinten zum Strand irgendwann einmal fahren lassen möchte. Und das geht dann natürlich leichter. Eigentlich war zwar dieses große Loch hier in der Mitte sehr praktisch. Von hier aus haben wir zum Beispiel mal gestreamt, wenn du dich erinnern kannst. Ja, stimmt. Da sind wir dann genau vor dem Stadtplatz gesessen, aber das wird sich so sicher auch noch ausgehen. Hier haben wir jetzt noch ungefähr 15, 20 Zentimeter, wo ein Loch ist. Das werden wir entweder mit einer Brücke lösen oder wir haben vom Zuschnitt diverser Platten sicher auch noch kleinere Stückchen, die wir hier hineingeben könnten. Der Plan ist auf jeden Fall, dass der Hafen noch ein bisschen hier nach rechts wachsen kann und wir dann auch noch Platz haben, dass wir eine zweite Straße oder das Bahngleis fertig verlegen können, denn die Bahnstrecke endet hier ziemlich abrupt und das wollen wir eigentlich nicht. Und genau wie Rita gesagt hat, man hat noch immer einen schönen Blick auf die Downtown. Was ich auch nett gefunden hätte, aber das müssen wir uns dann noch überlegen, denn wir haben ja netterweise Jetzt melde ich mich auch. von anderen YouTubern schon gehört, dass wir ja unbedingt noch mehr Brücken brauchen, finde ich auch. Und da könnten wir ja auch zum Beispiel mal eine kleine Brücke hier versuchen, wenn wir vielleicht nicht alles hier zubauen. Vielleicht machen wir hier eine kleine Brücke auch noch hin. Ja. Genau, wir werden uns das auf jeden Fall nochmal in aller Ruhe ansehen. Ja. Es hat sich einfach für uns jetzt ergeben, weil wir Zeit hatten, diese Platten zu kaufen und sie waren auch endlich mal lagernd. Also ja, ich habe eigentlich vor, seit, keine Ahnung, Mitte Februar dieses Layout noch ein bisschen zu erweitern. Denn ja, ihr habt schon recht, natürlich, man muss diverse Dinge zuerst mal fertig machen, bevor man mit neuen beginnen kann. Aber zum Beispiel meinen wunderbaren Güterbahnhof, den habe ich nicht fertig machen können, da ich gewusst habe, er muss noch nach rechts erweitert werden. Und jetzt haben wir da einfach viel mehr Platz und können uns besser ausbreiten und das alles ein bisschen aufgelockerter und schöner gestalten. In dem Sinne können wir eigentlich schon gespannt sein, was Christoph mit seinen Zügen anstellen wird. Und wo ich am meisten gespannt bin, ist, wird es genug Platz sein für Christophs Bahnhof, Abstellgleise, was weiß ich nicht was. Sonst müssen wir nochmal erweitern, das ist ganz einfach. Ich bin auch schon gespannt, was du aus deinem Vergnügungspark machst, jetzt wo du noch mehr Platz hast. Wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, noch Unterstellböcke bestellt. Wir haben jede Menge Baseplates bestellt. Die werden auch in der nächsten Zeit kommen. Also ihr könnt euch darauf freuen, dass in der nächsten Zeit wieder einiges passieren wird hier in unserer Lego City. In dem Sinne, baut was Schönes. Vielleicht Tische für Lego oder doch einfach nur Lego. Kann man nie genug haben, genau. Und dann sehen wir uns sicher bald mal wieder bei einem neuen Stadtupdate. Genau. Also, tschüss. Tschüss.